herzlich willkommen zu Auf der Suche. Ich bin der Markus und heute gibt es Teil 3 unserer Reise in die Steinzeit. Wir sind heute am Heringsberg bei Grimschleben. Definitiv eines der schönsten Anlagen, die es hier gibt in der Umgebung. Die ist riesig. Das Großsteingrab Heringsberg bei Grimschleben gehört definitiv zu den imposantesten Megalithanlagen in der Region Anhalt. Mit seinen 10 Tragsteinen und 6 Decksteinen ist sie auch heute noch erstaunlich gut erhalten. Entdeckt wurde sie 1729, als der 70 Meter breite und 10 Meter hohe Hügel abgetragen werden sollte, um mehr Ackerfläche zu gewinnen. Dabei stieß man ziemlich in der Mitte des Hügels auf diese Struktur aus grob behauenen Sandsteinblöcken. Das Buch Teutsche und sächsische Altertümer von Caspar Abel 1730 geschrieben, also etwa ein Jahr nach der Entdeckung dieser Anlage, spricht von 10 Tragsteinen, 6 Decksteinen und 2 Schlusssteinen. Doch ein Stein wird hier nicht erwähnt. Dieser liegt heute auf einem der Decksteine und könnte möglicherweise einmal ein Menhir gewesen sein. Vielleicht wurde er erst später, wie in Langeneichstätt geschehen, dazugelegt oder verbaut. Alle erwähnten Decksteine und Tragsteine sind auch heute noch vorhanden, die Schlusssteine fehlen, dafür liegt hier zusätzlich der vermeintliche Menhir. Etwas unverständlich ist dieser Grundriss der Anlage, der auf der Informationstafel vor Ort zu sehen ist. Hier sind lediglich 7 Tragsteine und 6 Decksteine zu sehen, wobei der längliche Stein ganz links wahrscheinlich den vermeintlichen Menhir darstellen dürfte. Der Stein, auf dem dieser liegt, wird hier als Tragstein dargestellt. Wenn man sich das aber vor Ort anschaut, kann man sehen, dass es sich eher um einen Deckstein handelt. 4 der vorhandenen Tragsteine sind hier nicht abgebildet. Vielleicht hat dieser Stein einmal auf oder an diesem Hügel gestanden, als Wegweiser für die unterirdische Anlage. Oder er hatte gar keinen Bezug zu dieser unterirdischen Struktur, die vielleicht erst später hier entstanden ist. Da er bei Abel nicht erwähnt wird, die Anlage aber zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht vollständig ausgegraben war, könnte er auch schon immer darauf gelegen haben. Auf dem im Buch befindlichen Riss taucht dieser Stein nicht auf. Zu dieser Zeit war laut Buch eine Hälfte des Hügels bereits abgetragen. Dabei sollte doch eigentlich dieser herausragende Stein aufgefallen sein. Ich könnte mir vorstellen, dass er nach Erscheinen des Buchs an anderer Stelle im Hügel gefunden und dann dazugelegt wurde. Aber das ist nur Spekulation. Der Begriff Heringsberg leitet sich wahrscheinlich von Iring ab, der einer Sage nach ein thüringischer Held gewesen sein soll. Iring ist auch der Name des Gottes Heimdall in den germanischen Mythen und der sogenannte Iringsweg, die Bezeichnung für die Milchstraße. Ich werde gleich mal die Steine vermessen und dann werde ich mal überschlagen, was hier für Massen bewegt wurden. Ich glaube, das ist ziemlich beeindruckend. So, ich habe das Ding mal komplett vermessen. Jetzt nur die Sachen, die ich wirklich sehe. Wie tief das noch in der Erde steckt, weiß ich nicht. Da will ich jetzt auch nicht rumbuddeln. Aber nur alleine das, was ich jetzt schon gemessen habe, ich glaube, da kommt ganz schön was an Massen zusammen. Das werde ich mir mal zusammenrechnen. Oder gucken wir mal, was da rauskommt. Ich habe die gesamte sichtbare Steinmasse vermessen, um ein grob geschätztes Minimalgewicht der Anlage zu bestimmen. Sie besteht ausschließlich aus Sandstein. Als Dichte habe ich 2,4 Gramm pro Kubikzentimeter angenommen. Das Gesamtgewicht der sichtbaren Steinmasse beläuft sich auf etwa 43 Tonnen.
Wie tief die Tragsteine tatsächlich noch im Boden stecken, kann ich nicht bestimmen. Nach Abel müsste die Höhe der Kammer etwa 1,30 Meter bis 1,40 Meter betragen haben. Diese Höhe dürfte zumindest ein Teil der Tragsteine ebenfalls haben. Man kann also von einigen Tonnen mehr ausgehen, die da noch dazukommen. Die beiden Schlusssteine fehlen zwar, vom größeren sind aber ungefähre Maße bekannt und sein Gewicht dürfte etwa 11 Tonnen betragen haben. Und das sind nur die Steine. Das Erdreich für diesen künstlichen Hügel von 70 Meter Durchmesser und 10 Meter Höhe muss auch etliche Tonnen gewogen haben. Unglaublich, was die Menschen von damals auf sich genommen haben. Ein Durchmesser von 70 Metern und 10 Meter hoch war der Erdhügel, der hier wohl drüber gewesen sein soll. Ein bisschen was ist ja auch noch zu erkennen, wenn man sich hier mal so rumguckt. Irgendwo sieht man ganz gut, dass der mal so halb rund war und hier so drumherum ging. Herrlich, diese beiden Bäume, wie die Wächter des Grabes. Unglaublich. Interessanterweise mal wieder Robinien. Warum immer Robinien? An allen möglichen Großsteingräbern hier in der Umgebung stehen Robinien. Die sind jetzt natürlich auch nicht uralt, also die muss irgendwer vor nicht allzu langer Zeit, vielleicht 30, 40, vielleicht 50 Jahre gepflanzt haben. Immer Robinien. Oder Robinien fühlen sich einfach wohl an solchen Stellen, das kann natürlich auch sein. Wenn man so ein paar Orte miteinander verbindet, dann treten hier wirklich ein paar ganz interessante Zusammenhänge auf. Ob das Zufall ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich werde es euch gleich mal erklären. Wenn ich vom Heringsberg nach Osten gehe, beziehungsweise nicht genau 90 Grad, sondern mit einer Abweichung von 0,03 Grad, gelange ich nach gut 8 Kilometern direkt zum Teufelskeller nach Drosa. Gehe ich von hier aus nach Westen, kommt man nach knapp 53 Kilometern nahe an dem Ort Börnecke vorbei. Börnecke erhielt seinen Namen wohl einst, weil hier eine Schwefelquelle existiert. Born ist das alte deutsche Wort für Quelle oder Brunnen. Wenn man sich das englische Wort born, auf Deutsch geboren, anschaut, welches man ja auch als der Quelle entsprungen deuten kann, oder das niederländische Wort bron, das wiederum recht nah am heute gebräuchlichen Wort Brunnen ist, kann man einige interessante sprachliche Zusammenhänge feststellen. Es lohnt sich auch immer mal auf die Ortsbezeichnungen zu schauen. Gelegentlich macht man da ganz spannende Entdeckungen. Die besagte Schwefelquelle jedenfalls wurde vor ca. 1000 Jahren das erste Mal urkundlich erwähnt. Siedlungsspuren, die hier gefunden wurden, reichen allerdings mindestens bis in die Jungsteinzeit zurück. Unser Weg nach Westen führt uns kurz darauf an der sogenannten Zwergenhöhle vorbei. Nach etwa 57 Kilometern passieren wir in etwa 1 Kilometer Entfernung die Festung Regenstein. Diese in den Stein gehauene Anlage im östlichen Vorharz soll wohl erst im Mittelalter entstanden sein. Ich denke aber, man kann davon ausgehen, dass dieser Fels bereits zu viel früherer Zeit eine Bedeutung hatte. Unsere Linie nach Westen führt in etwa hier entlang. Bewegt man sich vom Heringsberg bei Grimsleben nach Norden, und zwar mit einer Abweichung von knapp 0,5 Grad, führt der Weg nach knapp 20 Kilometern links an dem Ringheiligtum Pömmelte vorbei. Hier wurde eine Kreisgrabenanlage entdeckt und rekonstruiert. Den Verlauf der Linie nach Norden habe ich hier dargestellt. An dieser Stelle befindet sich die Wallanlage Schönebeck. Ringheiligtum und Wallanlage sind beides Orte, die schon mindestens seit der Bronzezeit vor etwa 4000 Jahren existieren. Nach gut 38 Kilometern gelangt man direkt zum Hünengrab Kürbelitz, westlich von Magdeburg. Hier habe ich noch keine Bilder, aber auch diesem Ort werde ich bald mal einen Besuch abstatten. Geht man vom Heringsberg direkt nach Süden, führt der Weg am Pfingstberg vorbei. Hier steht ein Menhir, den ich noch vorstellen werde. Kurz darauf kommt man am Schneiderberg in Balberge vorbei, ein jungsteinzeitlicher Grabhügel. Letztlich landen wir nach etwa 52 Kilometern genau auf der kurzen Straße zwischen Oberwünsch und Niederwünsch. Wir erinnern uns, hier wurde 2011 einer der an dieser Region seltenen Erdställe entdeckt. All diese Zusammenhänge können selbstverständlich auch reiner Zufall sein und schlicht und einfach passieren, wenn man willkürlich Orte auf einer Karte verbindet. Vielleicht. Oder es steckt doch mehr dahinter.
Wenn man so blöd ist und eine Aufnahme verreist, muss man halt nochmal hinfahren und das nochmal machen. Gut, dass ich Unterstützung habe. Na, ist auch wirklich schön. Hier kann man schon mehrmals am Tag herfahren, das ist in Ordnung. Auf diesem Bild kann man klar eine Linie im Acker erkennen, wo die Pflanzen deutlich besser wachsen. Diese führt mehr oder weniger gerade vom Hügel weg und knickt dann leicht ab, wie man im unteren Teil des Bildes erkennen kann. Der dichte Bewuchs endet auf dem Acker kurz bevor der Randstreifen des Weges beginnt. Besserer Pflanzenbewuchs kann möglicherweise mit ehemaligen Gruben zusammenhängen, die mit anderen Böden gefüllt wurden und deshalb Wasser besser speichern können als der Boden der Umgebung. Es kann vielleicht auch eine unterirdische Wasserader sein. Vielleicht hängt der Grund dafür ja auch mit der folgenden Geschichte zusammen, die mal ein alteingesessener Bewohner von Grimschleben erzählt hat. Dieser meinte mal zu mir, dass es im Museum in Bernburg eine Karte gäbe, auf der unterirdische Gänge vom Heringsberg an verschiedene Orte in der Umgebung eingezeichnet wären. Damals war besagtes Museum gerade im Umbau und so konnte ich dem nicht nachgehen. In der Zwischenzeit ist das Museum aber wieder geöffnet und ich war vor Ort, um diese Aussage zu überprüfen. Es stellte sich heraus, dass solch eine Karte nicht in der Ausstellung zu finden ist. Ich hatte das Glück, die Museumsleiterin vor Ort anzutreffen und sie nach dieser Karte zu befragen. Ihre Aussage dazu war, dass es sich um ein Grab handelt und nicht um einen Zugang zu einer unterirdischen Anlage. Demzufolge existiert auch keine entsprechende Karte. Ist diese Anomalie im Pflanzenwachstum vielleicht auf einen unterirdischen Gang zurückzuführen, der sich so abzeichnet? Ich habe aber zugegebenermaßen keine Ahnung, ob unterirdische Hohlräume zu besserem Pflanzenwuchs führen. Wenn Steinstrukturen unter dem Boden wären, sollte man wohl eher Kümmerwuchs erwarten, da die Wurzeln auf ein unüberwindbares Hindernis treffen und sich so nicht frei entfalten können. Man hatte also einerseits die Aussage der Museumsleiterin in Bernburg, die es wissen müsste, wenn es so eine Karte gäbe, und andererseits die Geschichte eines alten Bewohners von Grimschleben, eine Anomalie im Pflanzenwuchs, und die Aussage von Caspar Abel, dass die Fußbodenplatten bereits damals zerbrochen waren, weil man darunter etwas gesucht hat. Hat man vielleicht sogar etwas gefunden und dann aus welchem Grund auch immer die Platten wieder darüber platziert? Natürlich ist alles reine Spekulation. Ich werde aber dranbleiben und versuchen, mehr Informationen dazu zu bekommen. Ich werde jetzt gleich mal schauen, ob es hier irgendeinen astronomischen Bezug gibt. Möglicherweise ist das vielleicht nach irgendeiner Sommersonnenwende, Wintersonnenwende ausgerichtet. Wir werden es herausfinden. Eine Ausrichtung zu den Sonnenwenden konnte ich nicht feststellen. Zur Wintersonnenwende zieht die Sonne zwar gegen 14:30 Uhr hinter dem Hügel entlang, sie geht aber nicht auf der Achse unter, die von der Anlage vorgegeben wird. Bitte behandelt auch diesen alten Ort mit Respekt und nehmt euren Müll mit. Die, die nach euch kommen, werden es euch danken. Das war's mit unserer heutigen Tour. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ich freue mich.